große Kaufberatung für Bikes und E-Bikes mit Nico Ockenfels haben wir lang nicht mehr gemacht, Nico. Heute am 7. Juni 2022. Du hast auch immer Angst. Du sagst, will ich eigentlich nicht machen, weil es ist ja nur ein Ist-Zustand heute am 7. Juni. Und es ist nicht so wie früher, dass du alle Räder immer auf Lager hast und der Kunde kann ordern. Es hat sich maßgeblich geändert. Trotzdem wagen wir es mal, denn es sind wieder ein paar Räder da. Insbesondere viele Kinderräder sind eingetroffen. Ja, also wir haben, ja, wie ich schon sage, es ist immer nur ein Ist-Zustand. Wir haben tagtäglich Veränderungen, wo wir gestern noch gesagt haben, ist alles da, kann auch schon schnell wieder alles weg sein, weil aufgrund von den Videos oder Ähnlichem, ja, viele Kunden natürlich halt auch kommen, was sehr positiv ist. Und nichtsdestotrotz ist die Liefersituation immer noch sehr, sehr angespannt und wir tun das Beste dazu, dass wir regelmäßig Ware reinbekommen, hoffen auch frühzeitig jetzt auch 23er Ware irgendwann mal schon zu erhalten. Aber das steht noch alles so ein bisschen in den Sternen. Ja, du hast viel investiert. Leider ist ein Großteil vom Geld in Personal geflossen. Das hättest du dir gerne in die eigene Tasche gesteckt. Aber wenn viel los ist und das absehbar ist, dass es so bleibt, hast du investiert. Du warst, glaube ich, vor 3 Jahren, wart ihr um die 20, mittlerweile um die 30 Mitarbeiter. Genau, also klar, Personal ist halt wichtig. Wir sind jetzt über die letzten 2 Jahre halt auch stark gewachsen. Natürlich haben wir auch neue Mitarbeiter bekommen, die wir einarbeiten müssen. Dann gibt es auch noch sowas immer wie die Pandemie, da gibt es auch Ausfälle. Auch das hat uns jetzt gerade in diesem Jahr sehr, sehr stark gebeutelt, wo wir im Jahr davor eigentlich gesagt haben, Mensch, zum Glück sind wir da so durchgekommen und konnten volle Power fahren. Aber dieses Jahr haben wir das gemerkt, mehr Ausfälle wie sonst. Ja, es gibt ein neues Segment, das ist gar nicht so neu, aber es erlebt eine unglaubliche Renaissance. Das sind Kompakträder, Fahrräder, die eine ganz schmale Silhouette kriegen, wenn man sie dann parken möchte. Zum Beispiel im Auto oder auf einem Fahrradträger kriege ich dann 3 drauf, statt normalerweise vielleicht nur 1 oder 2. Man sieht das hier mit so einem Speedlifter, ist das ausgestattet, sodass gleich mehrere Personen in einem Haushalt ein Fahrrad nutzen können. Genau, also wie du hier siehst, kannst du das Fahrrad komplett individuell anpassen auf die jeweilige Größe oder sage ich mal so, wie man fahren möchte. Und die Kompakträder kommen immer mehr, also wir merken das gerade bei den Kios. Wir haben ja auch die Cube-Kompakträder mit im Sortiment. Wir haben von Bergamont die Falträder mit im Angebot. Aber Kio ist ja eine Marke, die komplett neu ist, komplett frisch und rein nur in diesem Kompaktbereich unterwegs ist. Wir wissen für das kommende Jahr auch schon, dass alle Modelle grundlegend eigentlich durchlaufen. Es gibt keinerlei Veränderungen. Es kommt oben noch ein bisschen was mit dazu als Ergänzung. Darf man jetzt leider noch nicht drüber sprechen, aber grundlegend bleiben alle Modelle gleich. Und was wir vielleicht auch dazu sagen können, dadurch, dass wir wissen, dass alle gleich bleiben, sollte jeder sich auch relativ schnell auch schon dazu entscheiden, weil auch nächstes Jahr wird es teurer. So ist das. Du bist Top-Service-Partner 2022. Ist das hier so ein Ding, wo man irgendwie 20 € überweist, dann kriegt man so ein Teil fürs Schaufenster oder hast du das bekommen, weil du wirklich gut bist? Nee, weil wir wirklich gut sind. Wir haben den jetzt in diesem Jahr gewonnen, in der Kooperation mit unserem Verband. Und da gibt es immer nur, ich glaube, 12 Händler pro Jahr, die daran teilnehmen können. Nein, wir haben die BAIKO hat schon einige mehr Mitglieder. Und ja, da haben wir jetzt für beide Filialen im Jahr 2022, war jetzt gerade Anfang des Jahres gewesen, mit voller Punktzahl bestanden. Ja, du hast 2017 hier eröffnet. Da war das Thema Pandemie ja noch überhaupt nicht absehbar, hast richtig investiert, aber da war das Thema E-Bike schon richtig am Laufen, muss man sagen. Also die Modellvielfalt, die wir 22 haben, alles wird noch professioneller, noch unkaputtbarer, noch stärker aufeinander abgestimmt. Wir gehen am besten mal rein, dann zeigen wir das mal. Du hast aber auch viele Bio-Bikes. Bio-Bikes sind also keine Fahrräder, die jetzt aus irgendwie Hirse bestehen, sondern das sind ganz normale Räder. Sie haben nur keinen Motor mehr. Also alles das ohne Motor heißt Bio-Bike. Daran musste ich mich zumindest mal gewöhnen. Und da sind natürlich gerade die Kleinsten der Kleinen, die fahren eigentlich liebend gern Biobikes, weil ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt den Akku und den Motor hier bei so einem Fahrrad hier reinmachen müsste. Wobei die Kleinen da bestimmt auch dran Spaß hätten, oder? Durchaus, und selbst auch bei den kleinen Laufrädern gibt es das mittlerweile. Wir haben bei Husqvarna 2 Modelle, die in diesem Segment was anbieten. Und nochmal, ihr habt Laufräder mit Motor? Ja.
Sind aber, glaube ich, noch nicht ausgeliefert. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil es ist wirklich nur ein Randprodukt und wir haben das auch gar nicht geordert gehabt. Also gerade im Laufradsegment ist es eigentlich für mich eher weniger ein Thema. Ich sage jetzt mal, ab der Größe 20, 24 Zoll oder mehr noch 24 Zoll wird es schon stärker. Wenn die Eltern beispielsweise E-Bike fahren, dann kommt das Kind meist nicht hinterher. Oder ich sage halt immer, dieses Seilsystem, das Comet, was wir ja auch anbieten, hast du ja auch ein Video zugedreht mit dem Kai, ist auch eine tolle Lösung, um wirklich die Kinder abzuschleppen oder gegebenenfalls auch den Partner. Also selbst das ist auch möglich, wenn mal jemand wirklich nicht mehr so viel Power hat, hier eine Unterstützung oder, sage ich mal, jemanden mitzuziehen. So, hier vorne hast du die etwas größeren Jugendräder, die sind auch hier sehr schön aufgestellt, hat jemand sich viel Mühe gemacht, wie so eine Ziehharmonika, von der ganz kleinsten Größe bis zur größeren Größe, gerade die Kinder mitnehmen. Also viele Eltern machen dann Fehler, schenken denen einfach irgendein Fahrrad, das ist zwar ganz nett, aber A, gibt es ja unzählige Farben, Formen und Aussehen. Ab welchem Alter weiß denn ein Kind, was es will? Ist das so 6? Naja, es kommt immer auf das Kind drauf an, ne? Also ich jetzt von meiner Tochter ausgehe, die wusste dann schon mit 5, was die dann halt auch schon wollte oder halt auch nicht wollte. Nicht will. Wenn es darum schon geht, morgens die Kleider anzuziehen, dann weiß die schon genau, was die will. Aber das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja, von den Größen, du hast eben gesagt, vorne haben wir mal startend 16 Zoll, 20 Zoll, 24 Zoll. Hier haben wir jetzt zum Glück mal wieder was da. Man muss auch dazu sagen, gerade das Segment 20, 24 Zoll ist von der Pandemie extrem gebeutelt, weil manche Produzenten halt auch sagen, machen wir die Komponenten halt an ein E-Bike dran, verdienen wir halt auch mehr. Also gerade hier wurde wenig bis gar nichts zum Teil produziert. Also auch die Räder, die wir jetzt von Cube hier stehen haben, sind meist mehrere Liefertermine, die sich da aufgestaut haben und jetzt zum Teil halt erst ausgeliefert wurden. Und jetzt sind wir ja schon mitten in der Saison. Also gerade Weihnachten, Ostern war da noch gar nichts von da gewesen oder wenn, nur geringe Mengen. Klar, auch die 16er oder kleineren Varianten, Puggy kann mittlerweile auch wieder ein bisschen was liefern, aber im Großen und Ganzen produzieren alle Hersteller zurzeit, nur reichen die Mengen halt einfach nicht aus und wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist das eine Prinzip, was man fahren kann. Ich habe so viele Jugendräder schon lange nicht mehr gesehen bei dir. Ja, also die kamen jetzt wirklich gerade alle, oder? Ja, also wir haben jetzt wirklich mal, wo wir sagen können, wir können verschiedene Sachen probieren. Wir haben einen Scott da, wir haben jetzt verschiedene Räder auch noch im Karton drin. Zeig mal gerade das Scott, das sieht besonders schön aus. Viele Fahrräder orientieren sich ja im Jugendbereich mittlerweile auch an den großen Fahrrädern von Form und Farbgebung. Hier würde ich mal sagen, kann man gar nicht so genau sagen. Ist das ein Mädelsfahrrad? Das ist ein Mädels, das ist ein Contessa. Contessa ist ja immer die Damenserie oder Mädelsserie von Scott. In dem Fall als 24 Zoll, muss ich sagen, sieht wirklich super edel aus. Ist jetzt keine bunte Kiste in dem Sinn, so wie jetzt pink oder grün, aber hat dann natürlich was. Auch wie bei den großen, die Skinwall-Reifen, das gleiche abgestimmt halt mit den Griffen dann irgendwo. Also muss man wirklich sagen, da haben sie sich schon was einfallen lassen. Ja, toll. Also Preis sehr, sehr edel. 529 €. Bloß denkt dran, der Werterhalt mittlerweile, so ein Kinderfahrrad ist eine Wertanlage. Also gerade wenn man da ein bisschen auf Marke achtet, einen Scott oder einen Cube nimmt, stellt die anschließend rein, da kriegst du selbst nach 2, 3 Jahren Fahrradleben noch richtig Geld für. Ganz im Gegensatz zu den Billigmarken, habe ich gemerkt, die dann wirklich dann auch bei eBay Kleinanzeigen für 30, 40, 50, 60 € über den Ladentisch gehen. Ja. Also es lohnt sich da, die sind auch leichter, oder? Teilweise. Ja, klar, aber im Endeffekt ist halt wirklich der Punkt, die Räder sind einfach teurer geworden. Wir merken das wirklich auch in dem Preisgefüge um die 500 € oder die Kinderräder, weil die Kosten schlagen sich ja auf alles um. Und dann ist es egal, ob so ein Rad 500 oder 5000 € kostet. Das macht dann nicht mehr den Unterschied irgendwo aus. Aber gerade dort merkt man die Preiserhöhung sehr, sehr, sehr stark. So, und das sind alles Biobikes. Wir gehen gleich mal in das große Segment E-Bikes. Bei den Biobikes ist da die Nachfrage auch so enorm. Also hier sieht man ja ein sehr schönes Cube. Das ist das jetzt 27,5 oder ist das schon größer? Das 29. 29 Zoll. Genau. Das ist ja eigentlich schon bis auf die Rahmengröße fast ein Erwachsenenrad. Das ist ein Jugendrad? Das ist jetzt eine kleine Rahmengröße, das ist jetzt ein 18, also klein ist relativ. Ich sage jetzt mal Körpergröße 1,70 bis 1,78. Absolut klassisches Mountainbike. Hinten dran dann die 26 Zoll Variante. Auch da haben wir vereinzelt jetzt nochmal Modelle bekommen, weil 26 Zoll ist jetzt eher so die Zwischengröße geworden. Retro-Look hier. Retro-Look, genau. Aluminium gebürstet. Also wirklich sehr, sehr edel auch gemacht, das Rad. Ähnlich wie vorne das Weiße, dann halt nur in diesem Silber-Look.
Und dahingehend halt auch gerade so ein Rad, wenn man aus dem Jugendbereich rauskommt, dann wirklich eher schon zu einem größeren Rad tendieren muss. Deswegen haben wir da ja auch verschiedene Modelle einfach mal da, um das auszuprobieren. Gerade das Thema Zuwachs spielt ja dann immer eine große Rolle. So, hier sieht man also kleine Rahmengrößen. Hier könnte aber auch eine etwas kleinere Frau oder ein etwas kleinerer Mann könnte hier fündig werden. Das ist von der Geometrie her, spielt es keine Rolle, wenn ich kleiner bin, oder? Jein. Also wir haben hinten, das werden wir nachher noch sehen, die spezifischen Damenmodelle. Der Unterschied ist einfach, dass das obere oder sagen wir mal, dass generell der obere Bereich etwas kürzer ist. Wir einen Damensattel drauf haben, schmälere Lenker, schmälere Griffe. Das macht schon nochmal was aus. Hier haben wir jetzt mal eine ganz kleine Rahmengröße in 14 Zoll auf 27,5 Zoll Basis. Das sehr wendig, oder? Wäre auch, sage ich mal, der Sprung zwischen 26 und auf 27,5. Das kommt dann halt immer ganz darauf an, wie die Proportionen natürlich auch von dem Kind irgendwo halt dann einfach sind. Ja, ein Hingucker, ihr habt tolle Farben. Diesmal das Orange mit dem Silber kostet, ich gucke mal gerade aufs Preisschild, 649 €. Zieh das mal ganz kurz mal nach vorne, dass wir einmal gerade die Farbe sehen. Ist das baugleich dahinter das? Das in Gelb? Das analog liegt bei 849. 849. Baugleich wäre das hier. Okay, also gibt es zwei verschiedene Farben, aber hier, das sind so diese Teamfarben, oder? Im Segment gibt es immer zwei verschiedene Farboptionen. Ne? Einmal eine relativ auffällige und einmal eine etwas dezentere Farbe. So, das ist eine Mischung aus auffällig und dezent. Also da hätte ich jetzt schon Angst, das wieder stehen zu lassen. Das Graue, also es ist schön, hat auch Nachteile, oder? Naja, wenn es dir gefällt, gefällt es vielleicht einem anderen auch. Richtig schick. Also ein Jugendrad, was hast du gesagt, 27,5 oder? Ein Jugendrad nur, ne? Also die Bandbreite geht hoch bis zum 24 Zoll Rahmen. Ne? Also da kannst du auch mit 2 Metern Körpergröße fahren. Okay, also Biobike. Biobike. Okay, gehen wir weiter. Dann natürlich ganz stark dominierend natürlich Fahrräder mit Motor. Es geht dann weiter bis hier zu diesem Cube in Orange, das du da hast. Ich gucke mal gerade, ich lese mal ab. Das ist ein Cube Attention, 27 Zoll, 949 €. Was hat das für eine Ausstattung? Hier haben wir jetzt, ich muss gerade mal schauen, wir haben eine Attention mit Shimano Deore-Gruppe verbaut, 12-Gang. RockShox Luftgabel dann auch schon mit drin. Also das ist schon eins der hochwertigen Modelle. Darauf kommt dann noch das Attention SL bzw. das Acid, wie du es hier siehst. Das Acid ist dann so das Topmodell in diesem Segment. So, die Fullies, die vollgefederten, die stehen nicht hier unten, oder? Zum Teil. Zum Teil. Gucken wir uns gleich mal an, die da sind. Ja, gehen wir mal zu den Fahrrädern mit Motor. Hier ein Spitzenmodell von Highbike, All Mountain Nummer. All Mountain. All Mountain. In dem Fall ist es das CF-SE. Mit das Topmodell in diesem Segment oder in diesem Jahr jetzt. Rad sehr schick, oder? Ja, sehr, sehr schick. Ist gerade erst frisch reingekommen. Leider in zu wenigen Stückzahlen. Ja, vom Gesamten her absolute Top-Variante. Ne? Wir kennen das SE ja schon aus dem Vorjahr. Da waren wir bei einem Preispunkt von 10.000 € mit Öl ins Fahrwerk. Jetzt ist das ein bisschen günstiger geworden. Zum einen kein Öl ins Fahrwerk mehr drin. Wir haben jetzt ein komplettes RockShox-Fahrwerk. Preispunkt 8.799 €. Sehr, sehr günstig. Ja. Aber wir haben elektrische Schaltung, muss man sagen. Genau, ja. Allein die kostet, glaube ich, fast 2.000 €. Ja, wir haben jetzt hier wirklich immer noch extrem hochwertige Komponenten. Heißt also, alle RockShox-Elemente sind aus der Ultimate-Serie, sprich die Top-Variante dann halt auch. Wir haben in der Kombination natürlich dann auch den Bosch Performance CX-Motor. 750 Wattstunden Akku, das heißt, wir haben jetzt hier den kompletten neuen Rahmen auch. Wir hatten bis im Modelljahr davor ja keine 750 Wattstunden und deswegen haben wir hier einen komplett neu konzipierten Rahmen. 160 mm Federweg, sieht man hier schlussendlich auch schön mit angegeben. Absenkbare Sattelschütze mit drin. Also das ist jetzt auch eins der Top-Räder oder Top-Modelle dann auch in dem Highbike-Sortiment. Die Top-Bremse von Magura, das ist auch die Wärmeableitung, diesmal mit 2 verschiedenen Metallen gelöst. Schön aufwendig hier, natürlich auch was die Kolben angeht, dann hast du es einfacher mit dem Zählen nachher. Also klar, Top-Bremsanlage mit verbaut. Auch jetzt hier in der Erstausrüstung ein Mavic-Laufradsatz
mit drin. Also auch das sieht man jetzt wieder ab und an. Mavic da war es ja doch ein bisschen ruhiger geworden, gerade was die Erstausrüstung angeht. Aber jetzt gerade bei Highbike haben wir hier auch nochmal einen D-Max Laufradsatz, der wirklich auch absolut top ist. Also die neuen Serien von Mavic am Laufradsatzbereich haben sie wirklich viel getan, viel entwickelt, viel Verbesserungen herbeigeführt. Das macht wirklich einen Unterschied jetzt aus. Ja, was ziemlich krass ist, ist das neue BES-System, was auch die spätere Erweiterung sehr einfach macht, zum Beispiel Anbau von irgendwelchen Lampen. Habt ihr die Lampen mittlerweile schon, die direkt ans BES-System gehen? Gibt es das schon? Nein, also prinzipiell haben wir Lampen, du kannst es trotzdem, wenn du jetzt ein System hast für ein BES-2-System, kannst du auch die an ein BES-3-System machen. Du musst nur die Anschlüsse ändern. Ansonsten ist der Aufbau der Lampe gleich. Was sich aber generell ändert ist, oder was interessant ist, statt dem Kiox 300 Display gibt es jetzt den sogenannten Smartphone Hub. Der Smartphone Hub ist im Prinzip die Haltemöglichkeit für dein Smartphone. Du kannst, wenn das Telefon es kann, induktiv laden und du hast aber dann die volle Bandbreite der App, die wir auch schon mal gezeigt hatten, in ihrer Funktion. Und ein Display noch drin. Ja gut, das Handy dann. Nee, Handy ist ja dann hinter vom Smartphone Hub ist noch ein Display, kleines. Nein. Sicher? Nein, ja. Was war das andere? Was du meinst, ist was anderes. Der Smartphone Hub für das neue BES-3-System ist Hat kein Display mehr. Nein. Okay. Also ich nehme alles zurück. Heißt nicht mehr, das, was du meinst, ist was anderes. Das war dieses kleine LCD. Genau. Das ist aber bei dem BES-3-System komplett anders. Okay, also gibt ein neues Bosch-System, haben wir auch ein tolles Video darüber gemacht, haben die App gezeigt, was das alles kann. Es speichert sogar die Daten ohne dass du irgendein Handy oder sowas anschließen musst, weil viele haben Angst, ihr Handy vorne auf die Halterung zu machen wegen den Stößen. Da waren also einige Hersteller davor und tolle Geschichte. Ja, wir gucken mal gerade, ihr habt das ein bisschen sortiert. Hier sind sogenannte Tiefeinsteiger. Das bedeutet, dass das Mittelrohr nicht da ist. Das heißt, du kannst sehr schön durchsteigen, sehr, sehr bequem fahren. City-Fahrräder, aber auch für Leute, die vielleicht ein bisschen unsicher sind oder Kinder haben, also mit dem Kindersitz hinten drauf. Genau, Tiefeinstieg spielt immer mehr eine Rolle. Gerade im Trekkingrad-Segment oder City-Rad-Bereich kannst du davon ausgehen, 80-90% der Kunden wollen einen Tiefeinstieg. Egal ob Mann oder Frau, die Beweglichkeit wird meist nicht besser im Alter, das ist einfach so, da kann sich keiner vor wehren. Aber wir merken es jetzt in den kommenden oder haben es jetzt in den vergangenen 2 Jahren immer mehr gemerkt, die Leute wollen einfach diesen einfachen Einstieg haben. Ja. Auch wenn wir in gewisser Art und Weise, wir sehen das jetzt hier gerade zum Beispiel im Schaufenster, wir haben beides mal eine HNF Nicolai, einmal als Tiefeinstiegsvariante in dem Schwarz und einmal vorne die klassische Diamantrahmenform, Herrenrad gerne auch genannt, ist im direkten Vergleich, ja, sieht zwar sportlicher aus, aber die meisten wollen eher sowas. HNF Nicolai, eine tolle Marke mit, ich sag mal, einer Zuverlässigkeit wie ein großes Motorrad, nenne ich jetzt mal. Du hast hier auch einen Riemenantrieb, der also nicht verschmutzen kann, der wirklich ewig hält. Das ist ein großer Vorteil. Du hast ganz viele Elemente schon verbaut. Das ist so ein Ding wie aus einem Guss, wie fast ein Moped, oder? Ja, ich drücke es immer ein bisschen so aus, wo ich die Räder damals gefahren bin. Wie der Außendienst da war, habe ich gesagt, Mensch, die könntest du eigentlich auch in einem Tarnlook machen und auch für die Bundeswehr verwenden, weil die Fahreigenschaften, also man sieht das ja auch hier vom Körper her, es ist absolut massiv, ohne aber jetzt ein schwerer Panzer zu sein. Es ist ein Rad, wo wirklich absolut verwindungssteif ist, wo man bei einem Tiefeinstieg meistens sagt, naja, so ein bisschen weich ist das ja schon. Ganz im Gegenteil. Also ich kann keinen direkten Unterschied zum klassischen Diamantrahmen irgendwo feststellen, wo ich wirklich sage, das ist unkaputtbar. No. Wirklich. So, also wirklich ein Fahrrad, das sich auch so anfühlt, das aber jetzt gar nicht altbacken wirkt. Du hast ja oft bei den Tiefeinsteigern mit den dünnen Rahmen, wo dann die Leute sagen, das ist denn der Weg direkt zum Altersheim oder so. Die Leute wollen ja eine sportliche Optik haben. Also ich nehme das zurück mit den Fahrrädern. Die fahren bestimmt auch ganz toll, aber die Optik spielt ja immer mehr eine Rolle, oder? Klar, also gerade beim Tiefeinstieg gibt es so viele moderne neue Konzepte von vielen Herstellern. Jeder erfindet sich da so ein bisschen neu. Klar ist natürlich sowas, wenn wir das hier anschauen, schon noch das sportliche Rad. Das könnte, wenn es nackt wäre, auch ein Mountainbike sein. Ne? Grobstollige Bereifung drauf, würdest du dann auch als Mountainbike durchgehen. Das ist aber auch hübsch hier, guck mal hier. Ja,
Was. Also die Leute bleiben da auch stehen, fragen oft, was ist denn das für ein Hersteller, weil die Optik eben so, ich sag mal, ganz reduziert. Die arbeiten mit matten Farben, also hier zum Beispiel das Rot matt, das wirkt sehr edel. Dann dagegen natürlich auch wiederum das klassische Bergamont. Die bauen das Fahrrad, wie man es kennt, seit eh und je, sage ich mal. Die Farben, also ich sag mal, sehr, sehr große Fahrräder für großgewachsene Menschen, Tourenfahrräder. Ja, nicht nur für große Menschen, sondern einfach halt ein klassisches 28 Zoll Trekkingrad. Ne? Etwas schmälere Bereifung, die ist zwar schon deutlich breiter wie früher, aber mit einem glatten Reifenprofil. Hier aber auch hochwertiges Metallschutzblech. Also selbst das Einstiegsmodell hat hier schon wirklich Top-Komponenten mit verbaut. Wir starten ab 2.899 € mit einem Gesamtgewicht von knapp 26 Kilo, 26 Kilo, genau, 26. Also da hast du eigentlich alles, was du brauchst. In dem Fall jetzt ein Active Plus Motor, 500 Wattstunden Akku. Ja, klar, man kann noch einen stärkeren Motor und noch einen größeren Akku, aber ich sage halt immer, es kommt auf den Bedarf irgendwo drauf an. Highbike nebendran halt einfach eine ganz andere Optik. Das Rad jetzt klassisch auf 27,5 Zoll Bereifung. Man sieht schon, der Reifen ist deutlich großvolumiger. Das HNF Nicolai nebendran auch genau auf 27,5 Zoll. Da geht es jetzt im Trekkingrad-Segment auch so ein bisschen hin, dass man vom klassischen 28 Zoll weggeht und eher auf 27,5 mit großvolumigem Reifen. Das heißt, wir kommen auf denselben Durchmesser streng genommen, aber haben ja, ein bisschen das wendigere, beziehungsweise halt auch von der Bandbreite oder Einsatzmöglichkeit breitere Rad. Mhm. Ganz toll sind Klappräder. Hier vorne steht eins von Bergamont. Ja, da ist es ein bisschen besser. Die Variante komplett zusammengeklappt, einmal die Variante halb zusammengeklappt. Also hier sicherlich auch ein super interessantes Rad für die Stadt, fürs Wohnmobil, für ins Auto, für kurze Strecken nachher dann auch damit zu fahren. Thema Mobilität ist hier natürlich alles und voll gegeben. Ganz kleines Packmaß. Das heißt, das kannst du dann auch mal mitnehmen im Auto, wenn du mal in Urlaub fährst oder mal von überall. Da vorne steht es aufgebaut. Man muss auch sagen, das sind jetzt keine China-Räder mit einem Motor hinten in der Narbe, die dann 800 € kosten, sondern das ist die Technik, die du bei den ganz Großen drin hast. Das heißt, ein drehmomentgesteuerter Motor, ein Mittelmotor mit drin, richtiger Akku mit drin, richtige Bremsen, das heißt meistens Hydraulikbremsen, oder? Ja, immer. Wir haben eigentlich kein Modell mehr, was keine Hydraulikbremse hat, außer vielleicht im Einstiegssegment ohne Motor. Kinder. Selbst Kinder mittlerweile haben wir eigentlich konsequent schon hydraulische Bremsanlagen. Bei den Rädern, wo es dann auch verbaut ist. Das ist ein ganz tolles Fahrrad. Ich glaube, das haben wir so oder so ähnlich gerade eben gedreht. War das Grüne? Genau, ein ähnliches Modell. Wir haben das Rad aber, ich glaube, im Vorjahr auch schon gedreht gehabt, weil es ist ein Durchläufer gewesen, komplett mit der Enviolo-Automatik. Ein Durchläufer heißt, er hat sich nicht verändert? Genau, er hat sich nicht verändert, ist grundlegend gleich geblieben. Die Evil-Serie war ja erst erneuert worden und das heißt, die grundlegenden Faktoren sind eigentlich auch gleich geblieben. Also man hat durch die Pandemie auch nicht jetzt jedes Jahr was Neues, höher, schneller, weiter. Ganz im Gegenteil, sondern es sind viele Räder durchgelaufen. Wird auch im nächsten Jahr bei dem einen oder anderen Modell so sein, weil die technisch unverändert waren. Keine Kette, starker Motor, CX? Performance CX Motor mit drin. Oder als stärkste Bosch Motor mit drin. Was ist das denn hier? Das ist jetzt keine Kette mehr drin. Du hast gesagt, ein Automatikmotor. Was heißt das? Also wir haben keinen Automatikmotor, wir haben eine automatische Schaltung. Die Enviolo ist eine Nabenschaltung mit einem Planetengetriebe. Bedeutet, dass wir hier stufenlos mit der Automatik eigentlich alles regulieren. Da ist doch nichts mehr zum Einstellen, oder wie? Die Trittfrequenz kannst du noch einstellen. Die Trittfrequenz? Ja, du stellst deine Trittfrequenz ein, so wie du treten möchtest. Der eine möchte ja ein bisschen schwerer treten, der andere möchte ein bisschen langsamer oder in einer höheren Trittfrequenz treten. Die stellst du einmal so ein, wie du sie haben möchtest. Und der Motor passt sich dann genau an. Wo hast du jetzt gefragt? Ach so, auf dem Bosch-Display. Ja klar, also das ganze System ist miteinander gekoppelt. So, wir wollen gleich losfahren. Das heißt, du trittst immer gleich, egal wie schnell du bist. Die passt es automatisch an. Genau, das macht ja dann die Schaltung. Das ist ja wie wenn du selber fährst und würdest jetzt zu leicht treten, dann würdest du ja selber schalten. Ich muss jetzt gerade gucken, wo wir es haben. Das ist aber jetzt in der Praxis einfach, oder?
Ich frage mal so, weil das ist jetzt noch nicht zugelassen, da muss es registriert werden und so weiter. Das ist ja fabrikneu, das Fahrrad. Ja, da haben wir es. Und zwar kannst du hier jetzt deine Trittfrequenz jeweils anpassen, wie du sie haben möchtest. Das heißt sehr sportlich bis, ich sag mal 60, das ist eine Umdrehung 55, das ist dann sehr bequem. Der Motor steuert auch automatisch das, was er mit dazu gibt auf Wunsch. Das heißt, gibt es im Prinzip eine voll automatische Kraftsteuerung vom Motor? Ja, das wählst du ja selber wieder aus, in welchem Modi du fährst. Ne? Ob jetzt im Eco-Modus, im Turbo-Modus, das ist ja dann deine freie Entscheidung wiederum. Das hängt nicht mit der Automatik zusammen. Ich habe das nur gehört, es gibt so Motoren mit Automatikmodus. Wir reden nur von der Schaltung, die automatisch funktioniert. Der Motor wählst du weiterhin, will ich im Eco fahren, will ich im Tour fahren, will ich im Turbo fahren. Das wählst du weiterhin selber aus. Das ist ein Riemenantrieb. Ist das jetzt so ein Keilriemen wie beim Fahrzeug, beim Auto? Ähnlich vom Aufbau. Das heißt, grundlegend gibt es den Riemenantrieb ja schon ein bisschen länger. Selbst Mercedes hatte vor vielen, vielen Jahren hier schon Riemenantriebe bei eigenen Rädern mal verbaut. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um die Thematik und jetzt haben wir aber auch deutlich verstärkter wieder Riemenantriebe, gerade in der Kombination mit Enviolo oder Nabenschaltungen sowieso. Vorteil? Absolut laufruhig. Du musst es nicht schmieren und es hält ungefähr 3-mal so lang wie eine klassische Kette. Oder länger, habe ich sogar gehört. Also wenn man es gut pflegt. Man macht sich auch nicht schmutzig. Also das ist ein Riesenvorteil, wenn es transportiert. Keinerlei, also da ist nichts drauf. Ne? Sehr schön. So, das sind Tiefeinsteiger. Highbike, ja, viele verschiedene Marken. Sind die alle ähnlich? Kann man das sagen? Die Komponenten sind ja auch durchaus alle ähnlich. Grundlegend ja, gibt es Räder aus ähnlichen Serien, aber jeder Hersteller unterscheidet sich doch nochmal. Highbike hat eine ganz andere Optik, wenn du jetzt den Tiefeinstieg nimmst, wie jetzt das Bergamont zum Beispiel. Das heißt, hier ist es die Optik, die für den Kunden natürlich auch immer mit entscheidend ist, zum anderen aber auch natürlich die Ausstattung. Hier wiederum klassisches 28 Zoll Laufrad, da 27,5 Zoll. Also man hat schon gewisse Unterschiede. Wir stellen ja unser Programm auch so zusammen, dass wir diese Unterschiede ja auch feststellen, weil ich brauche ja nicht von 5 verschiedenen Herstellern die gleichen Fahrräder. Das ist weniger sinnvoll, sondern wir wollen ja eine große Bandbreite bieten für die einzelnen Bedürfnisse des Kunden irgendwo. Viele haben ja eine Straßenverkehrsordnungszugelassene Ausstattung mit Licht, mit Schutzblechen und allem drum und dran. Ich dachte, das wäre tot. Alle fahren jetzt mit Mountainbikes rum ohne Licht. Nein, also hier im Trekkingrad-Segment bist du immer unter kompletter STVZO-Ausstattung. Ich habe gehört, jetzt Italien hat horrende Strafen jetzt eingeführt, wenn man ein Fahrrad hat ohne Licht. Das ist ganz interessant. Es muss sogar tagsüber funktionieren, obwohl man es nicht braucht. Okay. Ich glaube, da stehen irgendwie 1.000 € drauf, wenn man es nicht mehr hat. Ich jetzt selber auch nicht. Ja, habe ich gelesen. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber mein Gott, es kommt ja jeden Tag was Neues als Geldeinnahmequelle. Ist auch interessanterweise auch genau im März eingeführt worden, die Regel, die dann irgendwie kommt. Gibt noch und nöcher gibt es Fahrräder. Wo fängt es denn an? Wenn ich jetzt hier so ein Hardtail, das heißt nur vorne eine Federung haben möchte, was muss ich denn investieren für ein gutes Rad? Also im Trekkingrad-Segment bewegen wir uns mittlerweile schon in dem Preisgefüge um die 3.000 €. Wo wir starten. Es gibt das ein oder andere Modell, was schon ein bisschen früher anfängt. Im Mountainbike-Sektor beginnen wir ungefähr bei 2.500 €. Die hier jetzt in der Farbe rund 2.995 €. Genau. Das ist so, die sind etwas teurer geworden. Damals so um die 2,6, glaube ich, kann ich mich daran erinnern, vor 2 Jahren. Ja, nicht ganz, aber die Preiserhöhung, so die 10% haben wir halt schon. Ja, ist einfach so. Können wir nicht schönreden, ist einfach so. So, dicke Reifen. Hier vorne sieht man einen sehr schönen Unterschied. Das ist jetzt Trekking 4, 27,5 Zoll. Warte, ich zeige es mal gerade, dass man das mal sieht. Der gleiche, nur haben wir hier wirklich einen ganz glatten Reifen. Hier haben wir immer noch einen Reifen, der einzelne Stollensegmente hat. Das heißt also auch grundlegend für die Straße ausgelegt mit der Möglichkeit halt natürlich auf Waldwegen unterwegs zu sein. So, und das nächste wäre dann eine komplette Mountainbike-Bereifung für Waldwege. Genau. Da bist du jetzt bei den Mountainbikes. Da ist natürlich die Ausdünnung mit am höchsten, sowohl im Hardtail als auch im vollgefederten Segment. Ich hatte es ja eingehend gesagt gehabt, wir kriegen regelmäßig Räder, aber die Flächen zu füllen wird nicht unbedingt einfacher. Ich zeige es mal gerade. Also 2.999 € Hard7.6 Cube. Du bist sehr lange schon Cube-Händler. Jetzt sagen ja böse Zungen, die werden dir sowieso aus den Händen gerissen, weil die Marke, was macht diesen Mythos Cube so aus? Warum wollen alle Cube kaufen?
Muss man vielleicht die Marke fragen. Also klar, es ist wirklich Wahnsinn, wie die Begehrlichkeit nach diesen Produkten ist. Besonderheit halt ganz klar, das extrem gute Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Wettbewerb, selbst auch zu den Direktversendern, wo ja quasi eine Handelskette irgendwo fehlt. Und natürlich auch die gesamte Optik und die Fahreigenschaften des Rades. Das ist ein sehr günstiges Fahrrad, kostet 3.599 mit dem stärksten Bosch-Motor, mit Best 3, mit toller Ausstattung. Trotzdem wirkt die Marke Cube nicht als Billigmarke. Also es ist nicht so, dass die haben es irgendwie geschafft, eine Kultmarke zu werden. Sie haben auch in allen Segmenten was, oder? Ja, das ist eine Marke, die zu 100% alles anbietet, vom Laufrad fürs Kind bis hin zur High-End-Maschine, egal ob es jetzt im Triathlon ist oder Zeitfahrmaschine, Mountainbike. Also da ist alles vertreten und das Ganze mit oder auch ohne Motor. Du hast einige Räder gebraucht auch da. Hier ist jetzt ein Highbike für 2.499. Was hat das jetzt für eine Historie? Ja, das kommt jetzt ab und an mal wieder vor. In dem Fall bin ich mir gar nicht sicher. Entweder ist es ein Leasing-Rückläufer, das wäre eine Möglichkeit, oder wir haben es wirklich in Zahlung genommen. In Zahlungnahmen sind eigentlich relativ selten geworden, weil die meisten Kunden ihre Räder schon privat veräußern, weil sie dafür natürlich auch viel Geld bekommen. Leasing-Rückläufer merken wir jetzt aber auch wiederum vermehrt, dass Leute sagen, hier jetzt in dem Fall zum Beispiel, also als Möglichkeit, ich will doch lieber ein vollgefedertes Rad statt ein frontgefedertes, und dann geht er quasi den nächsten Schritt. Und ich glaube aber, dass das hier kein Leasing ist, sondern es war eine Zahlungnahme, weil das Rad ist noch relativ jung. Das weiß man gerade. KIO 1 PE, was ist da der Unterschied? Das hat eine ganz hohe Ausstattung. Genau, das PE ist dann auch mit der Enviolo, das, was wir eben schon bei den Bergamont gesehen haben. Ach so, selbst in dem kleinen Bereich. Ja, selbst in dem kleinen Bereich. Also die Bandbreite von Enviolo ist da wirklich hoch und es ist halt auch für uns ein absolutes Top-Produkt. Der Unterschied ist aber, dass wir keine Automatik haben. Das ist also klassisch über den Drehgriff, nur stufenlos. Du hast also nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern hier geht es quasi stufenlos, einfach leicht oder schwer. So kann man es eigentlich ausdrücken. Hier was ganz Tolles aus Saarbrücken, eine bei Schulz gefederte Sattelstütze, Parallelogramm-Sattelstütze, das ist Hightech, made im Saarland, für die ganze Welt mittlerweile exportieren die das? Ja, also da sind wir auch froh drum, dass diese Produkte hier mit verbaut sind. Zum einen haben wir die Sattelstütze mit drin, die wir im Zubehörsegment auch extrem gut verkaufen und auch anbieten. Gleiches gilt natürlich auch für den Speedlifter vorne. Zum einen die Höhenverstellung, aber zum anderen natürlich halt auch, dass ich den Lenkwinkel jetzt einfach um 45 Grad drehen kann. Ich kann das hier vielleicht mal bei dem zeigen. Das wird dann kleiner, das Fahrrad? Ne, ich habe einfach dann so gesehen ein kompakteres Maß, um es dann im Auto zu transportieren. So, man kann sogar noch unten die Pedale kann man einklappen. Genau. Dann kann man es prima im Auto transportieren. So, hier vorne, das sind nochmal Bioräder. Jetzt kommen wir mal zu den Mountainbikes. Ein sehr umkämpftes Feld. Da kriegst du jeden Tag neue Fahrräder rein. Also die, ich sag mal, durchziehen quasi dein Portfolio täglich, werden hier rauf und runter gewuchtet. Das ist schon viel Arbeit. Die Leute wollen immer das Neueste vom Neuesten. Was haben wir hier, Scott? Hier haben wir einen Scott Strike. Modell müsste das 29er sein, ja genau. Auch ein Rad, wo wir wirklich lange drauf gewartet haben. Die Farbe kennen wir schon aus dem letzten Jahr. Für mich ja mit einer der schönsten Farben aus dem vergangenen Jahr gewesen, war dann beim Strike 900. Ein Effektlack, oder? Genau, dieser Prism Effektlack. Und jetzt in dem Fall haben wir das bei dem Strike 920 mit Shimano XT-Komponenten, Mazzocchi-Fahrwerk mit drin, beziehungsweise Fox-Dämpfer. Klar, absenkbare Stütze, die Twinlock-Technologie, wie wir sie halt natürlich auch kennen, auch die ist natürlich vorhanden. Also im gesamten Rundum wieder ein Bike, was jede Menge Spaß macht. Ich zeig's dir, ich lasse gerade mal wirken. Preis von dem? 5.299 €. Sag mal, 5.000 ist so das mittlere Segment mittlerweile. Wenn ich hier nach links gehe, da habe ich ein, was ist das hier, Highbike für 10.000 €. Das ist wahrscheinlich der große Bruder von dem am Eingang, oder? Ja, der große Bruder ist nicht. Das ist im Prinzip das Rad aus dem Modelljahr 21. Da hatten wir uns damals auch wirklich einige bestellt gehabt, beziehungsweise auch fast oder relativ viele davon bekommen. Ist natürlich ein Preissegment, was ja
sehr, sehr dünn. Oftmals ist es aber jetzt auch das einzige. Vorne hatten wir jetzt auch noch eins stehen, das ist aber jetzt auch verkauft worden. Also momentan, wer noch so eins will, wäre das letzte. Da macht man nichts falsch bei dem, oder? Ja, falsch nicht. Ich fahre das Rad selber, macht jede Menge Spaß. Mal gucken, ob es im Wert sich noch steigert. Als Sondermodell ging ja um 10 Jahre. Highbike hier irgendwo auch so ein bisschen. Und von daher, ja, spannend. Hier vorne sehen wir das Blaue, das haben wir eben gefilmt. Das da ist, war das das Blaue? Genau, das war das Blaue. Jetzt LE. haben wir hier nochmal den Fall das ist jetzt aber auf jeden Fall ein Leasingrückläufer. Das hier ist Gelbe? Ja, was wir jetzt hier sehen. Aber also auch da, wenn da Kunden suchen nach, immer am besten einfach mal anfragen, anrufen in den jeweiligen Filialen, weil jetzt die Filiale in Riegelsberg kann natürlich nicht sagen, was die Filiale in St. Wendel hat. Das sehen die nicht. Und wie lag das neu ungefähr? Was denkst du? Um die 4? Wir lagen bei 4,5. 4,5, also hier kann ich... 4,3, 4, ja, so in dem Dreh. Zustand ist gut? Ja, Zustand ist soweit okay. Also alle Räder werden gecheckt von uns. Alles, was verschleißanfällig ist, würden wir tauschen. Die werden jetzt nicht hochglanzpoliert. Das ist vielleicht auch wichtig. Der Kunde kann das alles noch sehen. Die könnte man natürlich jetzt, ich sag mal, aufarbeiten. Dann würden die aussehen wie neu. Aber hier sind so ganz kleine, ich sag mal, Gebrauchsspuren, die halt irgendwie da sind. Das macht dem Fahrrad nichts, oder? Nö, also das würden wir jetzt auch nicht ändern, weil da wäre ja schon eher ein Beilackieren oder ähnliches. Momentan sind wir auch ganz ehrlich, wir haben nicht die Zeit dazu, hier die Fahrräder zu putzen, bis sie glänzen wie eine Speckschwarte. Das dann lieber, sage ich mal, ehrlich gezeigt, wie es halt auch ist. Nichtsdestotrotz gehen wir so ein Rad auch komplett wie ein Neurad an. Das heißt, wenn ein Kunde sich dazu entscheidet, machen wir die Abstimmung mit ihm, wir stellen es komplett ein. Also auch das wird alles mit dem Kunden zusammen gemacht. Ja, groß Scott hier oben, das sieht sehr schick aus, sieht die direkt mal von der Optik teuer aus, ist das so? Ja, 6.799 € mit dem Ransom E-Ride. Auch hier Kombination Performance CX-Motor mit 625 Wattstunden. Jetzt ein Bike 170 bzw. 180 mm Federweg. Da kannst du halt natürlich auch, also ähnliche Fraktionen wie Husqvarna HC, es bergunter richtig krachen lassen. So, du hast viel mehr Räder, muss man sagen, aber ganz viel wurde schon bestellt, kommt rein, wird teilweise gar nicht erst groß ausgepackt. Alle Fahrräder, bevor sie in den Versand gehen, werden nochmal aufgebaut, getestet und dann wieder zurückgebaut. Es geht nicht anders. Ja, es geht nicht anders. Also die Hürde liegt momentan so ein bisschen daran, dass die Werkstatt nicht hinterherkommt. Verkauft ist immer eigentlich alles relativ schnell und einfach irgendwo. Aber jedes Produkt muss durch eine Mechanikerhand gehen, die Schaltung, Bremsen, es muss alles eingestellt werden. Und das geht jetzt auch nicht nur in 5 Minuten. Das ist kein Produkt, was ich aus dem Karton nehme und hinstelle und direkt verkaufe und direkt mitzunehmen ist. Ganz im Gegenteil. Also da legen wir auch großen Wert drauf und dann müssen wir halt auch manchmal einfach sagen, okay, wir montieren das Rad, aber es dauert halt auch noch ein paar Tage, bis es dann startklar ist. Also ich will nicht sagen, dass es eine Aufbereitung ist, aber wir müssen jedes Rad aus dem vorgefertigten Werkzustand in einen Endzustand bringen, weil das erwartet der Kunde vom Fachhandel. Dafür sind wir auch da. Selbst auch im Online-Segment sind alle Räder eingestellt. Wir müssen natürlich, um das Packmaß zu generieren, Lenker quer, Pedale ab, vielleicht auch das Vorderrad rausmachen, damit es transportfähig ist. No? Das hier sind ca. 10% deines Portfolios, die du nur zeigen kannst. Die, ich sag mal, Bandbreite der Hersteller allein bei Cube gibt es eigene Cube-Stores, die nur Cube verkaufen, weil die so viele Fahrräder haben. Du hast alle Cube-Modelle bestellt, muss man sagen. Alle, glaube ich, von jedem Paar. Aber es ist so, man muss leider sich mit dem zufrieden geben, was kommt. Weißt du denn, was kommt? Oder ist das oft ein Überraschungspaket? Nein, prinzipiell wissen wir das. Es gibt zwar auch von dem einen oder anderen Hersteller Überraschungspakete, der gar nicht weiß, wo es anfängt, wo es aufhört. Also gerade auch Husqvarna wollte viel, viel früher die neuen Produkte eigentlich präsentieren. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt werden die Räder eigentlich 1:1 ins Modelljahr 23 übernommen. Ja, da muss jeder Hersteller auch schauen, wie er damit umgeht. Aber im Großen und Ganzen, wie ich hier schon sage, es gibt Händlerkollegen, die werben damit, dass sie ganz viele Fahrräder hätten, dass alles vorhanden ist. Also man muss immer unterscheiden. Du siehst ja hier auch, dass manche Räder doppelt oder auch dreifach stehen, wenn wir das jetzt zum Beispiel bei den 3 Highbikes hier sehen. Im Normalfall gäbe es das in meinen Ladenlokalen nicht. Jedes Rad steht einmal da. Es gibt natürlich verschiedene Rahmengrößen. Das deckelt sich aber dann auch mit den Rädern, die am Lager sind oder wiederum halt auch vielleicht mit dem Modell links oder rechts, was ja im Grundaufbau gleich ist.
Mittlerweile ist es halt so, du gehst in viele Läden rein, denkst, Mensch, die haben ja viele Fahrräder, aber eigentlich sind es auch nur 10 Modelle, weil er mehrere Modelle auch nicht hat. Eigentlich hat er 100, jetzt hat er aber nur 10 und die stellen halt alle raus, wie er sie da hat. Genau. Man muss sagen, du hast dieses Kaschieren irgendwo. Du hast ein Riesenlager, das ist oben in Riegelsberg, da ist die Logistik, die sind da nur am ich sag mal, Turnieren. Das Coole ist, du kannst einfach auf die Webseite gehen, du hast wirklich gut gepflegte Webseite, das bildet das Lager 1:1 ab, weil du Versandhandel hast. Du kannst es nicht erlauben, Sachen drin zu haben, die nicht lieferbar sind. Genau, und das kann momentan halt auch kein Hersteller sagen, wann ein Produkt kommt, und dann kann ich schon zweimal nicht sagen, und deswegen möchten wir den Ärger vermeiden. Haben keine Liefertermine bei Fahrrädern in diesem Segment drin. Ich gehe mal gerade in die Schatzkammer. Ich zeige das mal gerade. Hier sind ganz viele Kassetten. Die 12-fach-Kassette. Die 12-fach-Kassette hast du ja, ich glaube, über 600 Mal an Lager. Nee, es war die SRAM. Die XT. Die passt aber auch, oder? Auf die XT, die SRAM? Nein. Nee? Nein. Passt nicht. So. Also ich gucke mal gerade. Hier eine Alivio ist hier. Da ist eine 7-fach. Wo ist denn die 12-fach? Ich gucke mal gerade. Ja, die ist in dem besonderen Speicher. Die ist im besonderen Speicher. Solche Sachen mittlerweile doppelt und dreifach. Also es gibt auch Lieferprobleme bei den sogenannten Kassetten, also bei den Ritzelpaketen, die da sind. Aber ist es denn ein bisschen besser geworden? Nein. Nein. Sofort nein. Also die Planungen bei uns sind relativ lang, und selbst wenn wir jetzt mal sagen, wir haben einige SRAM-Kassetten da, kann es morgen auch schon wieder anders sein. Es ist wirklich so, dann hast du mal eine Serie, dann brauchst du jede Menge von denen, und dann hast du wieder 4 Wochen, wo du gar keine brauchst, wo du dann eher die Shimano wieder hast. Es ist grundlegend eigentlich so, dass wir hier in diesem Segment ganz, ganz schwierig an Teile halt auch kommen. Also auch da wird regelmäßig Ware geliefert, aber wir müssen mittlerweile bei vielen verschiedenen Großhändlern oder Importeuren Ware vorbestellen und hoffen, dass irgendeiner sie irgendwann dann auch liefert. Reifen, Nobinik? Genau dasselbe. Alles, was sage ich mal, spezifisch ist irgendwo, jeder Hersteller, oder ich drücke es mal so aus. Bei Shimano-Komponenten hast du ja, musst du die Shimano-Komponente nehmen. Du kannst auch eine KMC-Kette verwenden, aber bei der Kassette hast du eigentlich keine Möglichkeiten. Bei einem Reifen kannst du sagen, dann nehme ich halt einen Conti, einen Michelin oder sonst irgendwas. Hier sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt eine Gepäckträgertasche nehme, dann kann ich die ja von X Marken bekommen. Ne? Also da hast du nicht die Problematik. Oder Helme. Helm ist auch ein gutes Beispiel. Ein schwarzer Helm ist eigentlich gar kein Problem. Den kriegen wir wieder. Da werden wir jetzt auch keine Engpässe haben. Wenn ich aber genau den von dem Hersteller, und das ist jetzt das neueste Modell, dann wird es natürlich schon ein bisschen kritischer. So, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, das sind ja alles Räder von damals oder die schon ein bisschen älter sind, wir sind ja hier in der Werkstatt, was macht denn die Werkstatt? Ihr seid ja komplett ausgelastet. Leute kommen ja auch immer gerne dann im März erst. Was ist dein Tipp? Am besten im Winter kommen oder hilft das auch nichts mehr? Ja doch, frühzeitig planen, antizyklisch planen. Das ist halt für das Thema Fahrrad wird die Werkstatt noch viel, viel relevanter. Wenn jetzt deutlich mehr Leute mehr Fahrrad fahren, dann wird auch der Bedarf der Werkstätten höher werden. Das Problem ist, dass diese aber gar nicht so auszuweiten ist, weil dieses Fachpersonal halt auch fehlt. Klar können wir Quereinsteiger nehmen, die das auch können, aber die Technik da hinten dran muss ich halt einfach Erfahrung haben, um sie zu reparieren. Eine Neuradmontage ist eigentlich immer irgendwo ähnlich, aber wenn es ein Problem gibt, dann zählt halt einfach die Erfahrung. Und deswegen ist es für die Zukunft doch besser, und deswegen arbeiten wir auch ganz klar mit Termin. Der eine oder andere sagt, ja, ich kann bei meinem Händler, aber konnte ich immer ohne Termin und einfach vorbeibringen. Das geht leider nicht mehr. Aufgrund Platzsituationen zum einen, wenn jeder, egal wie Fahrräder bringt und sagt, Mensch, ich bin ja noch 4 Wochen im Urlaub, ich lasse es einfach stehen. Ich meine, wir sind ja hier kein Parkhaus, ne? Sondern wir haben jede Menge Platzbedarf, mehr denn je, weil einfach auch die Mengen deutlich höher werden. Und dann müssen wir halt schon ein bisschen schauen. Suchst du noch Leute aktuell? Aktuell suche ich wirklich noch jemanden für die Werkstatt. Heißt also männlich, weiblich, divers? Genau, vor allen Dingen halt wirklich auch für die Neuradmontage. Das ist immer so ein wichtiger Part. Reparaturen ist nochmal ein bisschen eigenständig. Das machen wirklich die festangestellten Mechaniker bei uns. Alles andere, was Neuradmontage angeht, geht es ja wirklich mal darum, Endverpacken, Vorderrad rein, Lenker. Ist das ein neues Rad hier? Das ist ein neues Rad. Neues Rad. Genau, und solche Sachen kann dann auch jeder
eine Aushilfe, die handwerklich geschickt ist, natürlich gut machen. Da kommt aber jemand noch zum Schluss und prüft das alles. Ja. Genau. Die Mechaniker prüfen das im Endresultat dann nochmal, aber wir müssen hier immer nochmals einfach irgendwo bedenken, wir suchen schon jemanden, der auch eine komplette Expertise mitbringt. Ne? Also jetzt nicht nur ich bin irgendwie Schlosser und habe ein handwerkliches Geschick. Vollzeit? Also man muss sich mit der Materie schon ein bisschen auskennen. 450 € Basis. Generell alles, was in Richtung Mechaniker geht, kann sich immer schon sehr, sehr gerne auch vorab schon mal bewerben. Weil wir da auch wachsen und wie ich es ja eben angekündigt habe, wird das in Zukunft noch ein wichtigerer Part. So, hier vorne ist der Kollege, wir haben schon viele Jobvideos gemacht, der auf die Fahrräder aufpasst. Ich zeige ihn mal gerade. Ja, ne? Der ist unglaublich wachsam, muss man sagen, oder? Ja, das ist unsere Diebstahlsicherung. So, stell dich mal kurz vor. Thorsten Schade. Ja, du warst mal selbstständig, muss man sagen. Das Ganze hier ist professionell geführt, 30 Leute. Das als Selbstständiger 30 Leute zu führen, das ist schon ein Fulltime-Job, oder? Ja, also 30 Leute, wie es halt mal so ist mit Personal. Das ist ein Fulltime-Job. Ich weiß jetzt gerade nicht, worum es geht, Nico. Wir machen jetzt allgemein mal einen Rundgang. Er wollte dich Einfach nur foppen. Aha. 30 muss ich mich ja drum kümmern. Ja, ist so. Ist das denn sowas, wo du noch im Laden stehst und selbst noch verkaufst? Oder weil er ist jetzt, glaube ich, der Filialleiter einer? Stimmt das? Also im Endeffekt ist es eigentlich so, dass meine Aufgaben natürlich immer das alltägliche Geschäft sind. Das heißt, dass alles läuft, dass alle auch natürlich irgendwo da sind. Wir haben jetzt gerade heute den Fall, dass unser Chefmechaniker sich das Schlüsselbein gebrochen hat und dementsprechend ja schon abzusehen ist, dass der jetzt nicht nächste Woche nochmal kommt. So, und das ist natürlich ein echtes Problem. Das heißt, ihr arbeitet ja Hand in Hand zusammen. Ihr habt sogar interne Gruppen, wo ihr euch, ich sag mal, untereinander austauscht. Was ist der Vorteil hier bei dem, ich sag mal, Laden? Der Nico führt ja, ich sag mal, den Laden schon sehr streng, eng organisiert, denn über die EDV könnt ihr jedes Rad sehen. Das darf nicht passieren. Ein Rad wird verkauft, dass es noch irgendwie im System zu sehen ist oder so. Ja, das wäre tödlich. Ja, grundsätzlich arbeitet der Nico ja grundsätzlich in der Peripherie. Er überwacht die ganze Sache grundsätzlich sehr professionell. Klar müssen wir einspringen und Hand in Hand mit unseren Gruppen arbeiten, damit auch einfach die Kommunikation innerhalb des Teams stimmt, damit wir uns absprechen, damit wir neue Impulse auch bekommen. Ne? Nicht nur, sondern wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns da auszutauschen. Wir machen regelmäßige Treffen, also alle 3 bis 4 Monate setzen wir uns dann zusammen. Ich muss auch sagen, du bist ja Master Sparkurs. Das ist ein lustiger Laden, hier ist ja Freizeit, aber wir reden jetzt über eine nein, ist aber so die x-fache Anzahl an Rädern, die ihr noch macht gegenüber 5 Jahren, vor 5 Jahren. Man kann das gar nicht vergleichen. Also ihr geht ein Volumen mittlerweile durch. Das ist schon atemberaubend, oder? Also unsere Aufgabe ist es ja auch viel mehr im Team Prozesse zu optimieren und anzuschauen und zu prüfen. Also ob wir jetzt, sage ich mal, dieses Jahr das Thema Auslieferung ganz neu definieren, das ist uns einfach wichtig. Wir wollen es ja unterscheiden, auch zum Wettbewerb. Und wir können jetzt nicht einfach mal die Räder rausschieben und sagen, da ist dein Fahrrad, hätten gern das Geld und los geht's. Echt nicht? Nee, das sehe ich persönlich halt schon ein bisschen anders. Wäre zwar schön, wenn es so einfach wäre, aber da wollen wir auch den Unterschied setzen. Ne? Ob das eine Dialogannahme ist in der Reparatur, all solche Prozesse überlegen. Also es darf nicht leiden, dass ihr sagt, hey, wir schieben noch Räder durch. Das heißt, ist das noch so wie früher oder ist es ein bisschen anders? Nee, also um das Thema Selbstständigkeit nochmal aufzunehmen, klar, war das schon früher ein Thema, aber heute ist das wichtiger denn je. Wir unterscheiden uns halt hier bei Recycle im Prinzip nur durch den Service im Gegensatz halt zu unseren Konkurrenten. Das ist das Wichtigste. Das heißt, die Kunden bewerten euch ja. Genau. Das landet dann bei Google. Hast du mal reingeguckt, ja, nicht nur, wie zurzeit die Bewertung ist? Hast du mal angeschaut? Guck mal. Stimmt, eine 4,4. 4,4? Das ist gut, muss man sagen. Also alles, ich sag mal, über 4 ist schon gut heutzutage, weil da sind ja auch nicht nur 3 Bewertungen drin. Nein, aber wir messen uns ja nicht nur an den Google-Bewertungen. Es ist immer das Einfachste irgendwo. Natürlich gibt es immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda, die extrem wichtig ist. Und entscheidend ist aber einfach, dass wir diese Kritik natürlich halt auch ernst nehmen. Und das machen wir mit jeder Bewertung oder auch mit jemandem, der reinkommt und sagt, Mensch, ich war nicht ganz zufrieden mit Reparatur, mit Verkauf oder Ähnlichem. Weil nur daran können wir wachsen und uns verbessern. Wir könnten ja genauso gut auch sagen, Mensch, jetzt verkaufen wir so viele Fahrräder, ist eigentlich egal, ob sich einer beschwert oder nicht.
Das ist aber nicht die Intention, weil irgendwann verändert sich der Markt auch nochmal und der Anspruch wird eigentlich höher wie niedriger. Heißt aber auch, die EDV muss passen. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Da habt ihr auch Leute beschäftigt, die das machen. Stell mal vor, das EDV-System fällt mal aus, mal für 2 Tage. Dann machen wir zu. Dann machen wir zu. Ist so, aber ich zeige mal gerade, da ist auch so ein Datenbanksystem, was bei dir am Tisch liegt. Ja, das ist... Nennt man Block. Wie früher. Das gibt es auch noch. Ja klar, du musst ja immer wieder Telefonate aufschreiben, die Kunden zurückrufen. Einfach den Service leisten, den die Leute heute haben wollen. So, der Nico ist übrigens schon, der hört schon so im linken Ohr auf das Verkaufsgespräch so ein bisschen hin. Das ist so. Wir drehen heute ist Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch. Dienstag ist es. Mein Gott, ich bin total durcheinander. Gestern war Feiertag, 7.6. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben euch mal einen Rundgang gezeigt bei einem der größten Fahrradhändler im Südwesten, Nico Ockenfels, mit eigenem Versand, über 10 Jahre Versandhandel, 2 großen Filialen und der Orga, ich glaube seit 3 Jahren ist nicht mehr so viel Urlaub bei dir angesagt, oder? Leider nein. Tschüss Nico. Also 2 Läden, einmal Riegelsberg, einmal St. Wendel. 7.6. Das ist die Werkstatt. Tschüss.